KI ist der neue Gatekeeper und wir alle merken es. Wenn du dort nicht vorkommst, existierst du im Kopf deiner Zielgruppe immer seltener. KI-Antworten sind oft Entscheidungshilfe. Auswählen, vergleichen, kaufen. Zitiert wird, was einfach extrahierbar ist und für die Antwort als verlässlich erachtet wird. In dieser Folge zeige ich dir die kontrollierbaren Faktoren, mit denen du deutlich häufiger als Quelle auftauchst und danach die Mechaniken, die du verstehen musst, damit du die richtigen Prioritäten setzt. Viel Spaß! Die Faktoren für Generative Engine Optimization oder, wenn es dir lieber ist, SEO für KI. Nummer 1, Aktualität. Warum geht es? Wie aktuell der Inhalt ist und ob er einen aktuellen Stand abbildet. Warum belohnt KI das? Die Modelle haben ja ihre Trainingsdaten und holen sich über Webabruf gewissermaßen Aktualität und sorgen dafür, dass sie in der Realität bleiben und nicht halluzinieren. Dementsprechend ist logischerweise Freshness, Aktualität ihre totale Schwäche. Diesen Content konsumieren sie am allerliebsten. Dazu gibt es ganz tolle Studien, die das auch stark belegen. Wie das in der Praxis aussieht: Inhalte sollten wirklich sehr regelmäßig aktualisiert werden. Der Fokus sollte nicht mehr sein wie früher, so viel wie möglich Inhalte, sondern wirklich sich auf seine Themenwelt entlang der Customer Journey beschränken und dann diese Inhalte in einem Zyklus von 90 bis 180 Tagen immer wieder aktualisieren. Aktualisieren heißt nicht alles neu, sondern ergänzen, zusammenstutzen, verbessern und so weiter. Was dabei wichtig ist: Wir wollen diese Aktualität glasklar machen, möglichst sichtbar. Das heißt, im HTML haben wir ein zuletzt aktualisiert Datum und in strukturierten Daten hinterlegen wir Date published, wann wurde das Original publiziert, und Date modified, wann wurde das zum letzten Mal aktualisiert. Wenn ich jetzt ein Thema habe, in dem Aktualität besonders wichtig ist, weil es sich so schnell verändert, wie zum Beispiel mein Bereich, dann idealerweise wollen wir auch noch im Title Tag Jahr, vielleicht sogar Monat einbauen. Nummer 2, Snippet-Relevanz. Worum geht es hier? Jeder, der im SEO tätig ist, kennt schon das Thema Title Tag und Meta-Description, ist auch in diesem Kontext wieder relevant. Wie klar und passend Title Tag, Meta-Description und URL das Thema und den Zitierkontext der Seite signalisieren. Warum belohnt KI das? KI sieht die Welt, das Internet nicht so wie du, sondern bekommt zuerst mal nur einen Snippet, kann sich dann entscheiden, mal den oberen Teil des Inhalts abzurufen und dann immer wieder weitere Parts. Und ich glaube, es gibt eine aktuelle Studie, dass sie sich nicht sehr viel mehr ansehen als 2000 Wörter. KI nutzt deinen Snippet, um mal schnell zu verstehen, ob im Kontext der Antwort du überhaupt in das Candidate-Set kommen solltest, und je klarer das Signal, desto eher wird die Seite als potenzielle Quelle in die engere Auswahl genommen. Wie das in der Praxis aussieht: Der Title Tag nicht primär klickstark, also wenn der Fokus nicht klassisches SEO ist, sondern maximal themenscharf für den Zitierwunsch. Die Meta-Description hat sich auch geändert vom klassischen SEO. Im klassischen SEO schreiben wir eher einen Teaser, damit wir wieder klickstark sind. Was wir hier eher wollen, ist eine Kurzzusammenfassung bzw. einen Überblick davon, was man auf der Seite findet, plus für wen das relevant ist, um den Kontext zu schärfen. Und die URL einfach wie im SEO, verständlich, präzise, ohne Füllwörter. Nummer 3, saubere Contentstruktur und Frage-Antwort-Formate. Worum geht es hier? Ein Thema, was auch jedem SEO oder jedem, der sich mit SEO beschäftigt hat, bekannt ist. Wir wollen eine klare HTML-Gliederung und Formatierung, damit Inhalte einfach für die Bots extrahierbar sind. Heißt Überschriften, Listen, Tabellen, Fettmarkierungen plus gezielte FAQ-Elemente. Warum belohnt KI das? Weil wir KI damit helfen, einfacher Passagen zu finden, die dann für Antworten verwendet werden können. Und logischerweise ist eine FAQ, eine Frage und eine Antwort, das absolut bestmögliche Format zum Konsumieren für KI-Bots. Wie das in der Praxis aussieht: saubere HTML-Überschriftenstruktur, so wie es auch
sein sollte, dann direkt am Anfang sagen, worum es geht, Kernpunkte und für wen. Das heißt, wenn wir einen Ratgeber haben, ein Too Lazy Didn't Read, eine Kurzzusammenfassung, wenn wir eine Landingpage haben, ganz schnell einordnen, was ist hier das Problem, für wen lösen wir das und so weiter. Sofort klar den Kontext bereitstellen. Dann Tabellen und Listen für Vergleiche, Schritte und Vor- und Nachteile und FAQs. Und die ideale Umsetzung geht nicht immer, wäre, wir haben die Frage als H2 und die Antwort direkt darunter, kurz und präzise. Wenn du dir unsere Webseite beispielsweise ansiehst, dann haben wir die FAQs eher unten. Kommt drauf an, einfach was du für ein Setup hast und auch was für dich funktioniert. Darüber haben wir übrigens auch in der Folge über Geo im B2B und Geo im E-Commerce gesprochen. Was KI am Ende des Tages am meisten will, ist Content, der begründet. Weil am Ende des Tages wird in den meisten KI-Assistenten, in den meisten Konversationen ein Entscheidungsprozess abgebildet und KI sucht nach Informationen, um Empfehlungen begründen zu können. Und hier passt natürlich perfekt Vergleichstabellen, Listen mit Vor- und Nachteilen und klare Aussagen zur Value Proposition. Für wen ist das? Was biete ich konkret? Und warum ist das in diesem Kontext die beste Lösung? Nummer 4, Texteigenschaften. Jetzt gehen wir mal wirklich auf Texte an sich ein und das besteht jetzt natürlich aus mehreren Aspekten. Zuerst einmal klar und eindeutig. Aussagen müssen präzise sein, nicht schwammig, nicht voller Relativierungen und ohne dieses klassische kreative Geschwurbel. Warum belohnt KI das? Dazu gibt es mehrere Theorien. Kevin Indig würde beispielsweise sagen, eindeutige Aussagen reduzieren das Risiko, dass KI etwas falsch interpretiert oder vermischt. Wie das in der Praxis aussieht, das wird sich noch weiter wiederholen, weil es ist wirklich das Allerwichtigste und das ist auch das größte Problem, wenn Menschen immer mehr mit KI schreiben, weil KI das nicht kann. Wir brauchen konkrete Aussagen statt vagen Formulierungen. KI kann nur vage Formulierungen, deswegen sind Menschen weiterhin wichtig in der Content Creation. Wir wollen weniger kann, könnte, eventuell, nur dort, wo Unsicherheit auch wirklich real ist und wenn es eine Meinung ist, dann einfach klar als eine solche markieren. Einfache Sprache, klarer Satzbau, kurze bis mittlere Sätze, einfache Sprache ohne unnötige Komplexität. Warum KI das belohnt? Wieder eigentlich dasselbe Grund wie vorher. Das ist leichter zu verarbeiten und die Chance ist geringer, dass Falschaussagen entstehen. Das heißt, je komplexer ein Satz ist und die KI verwendet es dann und kuratiert das dann und baut das um, die Chance ist natürlich bei einem komplexen Text höher, dass etwas falsch interpretiert wird, als wenn das einfache, klare Sprache ist. Wie das in der Praxis aussieht: Subjekt, Verb, Objekt, wenig Schachtelsätze, pro Absatz ein klarer Gedanke, ist generell wichtig, weil es ist auch wieder wichtig hinsichtlich wie KI Sachen ausliest, ein Gedanke pro Absatz und Fachbegriffe auf jeden Fall verwenden, wenn für die Zielgruppe relevant, aber idealerweise immer kurz definieren. Das heißt jetzt nicht, dass du auf jeder Seite alles wieder neu definieren musst, aber du musst den richtigen Kontext schaffen. Dann mittlere Subjektivität. Worum geht es hier? Studien haben ergeben, dass KI-Bots weder nüchterne Faktenlisten noch reinen Meinungscontent mögen. Am liebsten mögen sie eine gesunde Mischung aus Fakten, Interpretation und Einordnung. Ultra spannend. Warum belohnt KI das? Ich habe dazu meine eigene Theorie. Fakten in den meisten Branchen sind tendenziell bereits Teil der Trainingsdaten. Das heißt, dafür müsste ein Modell keinen Webabruf starten. Die Interpretation von Fakten bzw. die vielleicht neue Interpretation von Fakten hingegen ist schon wieder eigentlich Information Gain und Information Gain ist ja einer der größten Trigger für Webabrufe. Das heißt, dass das Modell einen Abruf startet neben Aktualität, was ja am Ende des Tages auch wieder Information Gain ist. Informationsdichte oder Entitätsdichte. Warum geht es?
viele konkrete, spezifische Informationen und klare Benennung relevanter Begriffe und Entitäten statt generischen Aussagen. Warum belohnt KI das? Für regelmäßige Zuseher ist das jetzt überhaupt nichts Neues. In dieser neuen Welt der Hyperpersonalisierung geht es darum, konkrete, spezifische, neue Informationen bereitzustellen, wenn ich zitiert werden will. Die Modelle haben unendlich große Mengen an Daten konsumiert und dementsprechend haben sie alle bzw. viele der allgemeinen Antworten. Was ihnen fehlt, sind die konkreten Antworten, die idealerweise auch noch aktuell sind. Wie das in der Praxis aussieht, wenn ich jetzt Content erstelle, ich will immer, das heißt jetzt nicht nur, sondern eine gesunde Mischung aus konkreten Zahlen, wirklich Beispielen, wo das tatsächlich umgesetzt wurde. Wenn ich einen Prozess abbilde, dass ich wirklich sage, okay, das sind die Tools, die ich empfehlen würde, das sind die Standards, die erfüllt werden sollten und einfach explizite Begriffe anstatt so Allgemeinplätze. Ein Beispiel, was ist die bessere Antwort? Schreibe eine suchmaschinenoptimierte Meta-Description oder deine Meta-Description sollte zwischen 135 und 155 Zeichen lang sein, die Inhalte zusammenfassen und kommunizieren, für welche Zielgruppe sie wertvoll sind. You know what I mean. Gesprächsformat. Worum geht es? Inhalte als Fragen, wie Nutzer, wie meine Zielgruppe sie tatsächlich stellt, plus kurze direkte Antworten. Warum belohnt KI das? Haben wir ja schon kurz vorher angerissen. Fragen und Antworten sind das natürliche Metier von KI-Bots. Sie sind extrem leicht zu übernehmen und zu verarbeiten und passen eben zu der Art, wie KI-Antworten produziert werden. Wie das in der Praxis aussieht, idealerweise, wenn du das Setup hast, dass du das machen darfst, H2, Frage, darunter die Antwort, dann drunter vielleicht die tieferschichtige Begründung dazu. Damit haben wir auch gleich das Pyramidenprinzip erfüllt. Wir wollen das Pyramidenprinzip ja in mehreren Dimensionen spielen, nämlich am Anfang haben wir eine Kurzzusammenfassung oder eine sehr klare Einordnung und am Ende wollen wir das fast pro Kapitel wieder umsetzen. Das Kapitel startet mit einer Kurzantwort und geht dann mehr in die Tiefe rein. Einbauen von Statistiken. Worum geht es? Zahlen, Studienergebnisse oder Messwerte als Belege im Content. Warum belohnt KI das? Am Ende des Tages wissen wir seit dem ersten Paper über Generative Engine Optimization, dass die KI-Bots, dass die KI-Assistenten, wenn Inhalte Statistiken enthalten, ist die Chance höher, dass diese Inhalte zitiert werden. Meiner Meinung nach, Statistiken erhöhen die Glaubwürdigkeit und helfen, Aussagen zu stützen. Außerdem ziehen Zahlen als zitierfähige Einheiten einfach generell sehr gut. Modelle sind sogar so anfällig auf Statistiken, dass es sogar so ist, dass wenn eine Seite, sagen wir mal, du machst eine Sammlung über B2B-Marketing-Statistiken, dass das eine Quelle wird, die Hunderte, vielleicht zu Tausenden Prompts zitiert wird und nicht mal die Originalquelle herangezogen wird, sondern diese Übersichtsseite mit B2B-Marketing-Statistiken. Macht das bitte nicht, das ist super spammy, aber es funktioniert unglaublich gut. Wie das in der Praxis normalerweise aussieht, Aussagen mit Statistiken, mit Zahlen belegen und dann idealerweise Quellen sauber nennen. Ist schon eine Überleitung, Quellennennung. Worum geht es? Dass wir in unseren Inhalten, wenn wir irgendwelche Aussagen machen, wenn wir unsere Inhalte schreiben, dann wird es ja auf irgendwas passieren, dass wir unsere Quellen klar und ehrlich benennen. Und zwar, wer sagt das, wann und in welchem Kontext. Warum KI das belohnt? Wieder etwas, wo einfach die Algorithmen dahinter sehr anfällig drauf sind. Inhalte, wo Statistiken drin sind oder die ihre Quellen nennen, sind tendenziell verlässlicher als Inhalte, die das nicht machen. Oder um es anders auszudrücken, Quellen senken das Risiko, falsche Aussagen und erhöhen Vertrauenswürdigkeit. Das System kann die Aussagen besser absichern. Wie das in der Praxis aussieht, Best Practice, entweder im Content, dass du sagst, laut Studie so und dann das besser einordnest, oder du machst es wirklich schön wissenschaftlich, am Ende vom Beitrag Quelle, dann Organisation, Autor, Titel, Ja plus Link, wenn du es super offiziell machen willst. Damit haben wir
die Textaspekte abgeschlossen und kommen zum nächsten Punkt. Und zwar 5. externe Validierung über Earned Media. Worum geht es hier? Drittseiten bestätigen deine Marke und ihre Behauptungen, also Medien, Vergleichsseiten, Bewertungen, Fachportale, Branchenquellen. Warum KI das belohnt? Wenn man sich die Daten ansieht, entlang von den unterschiedlichsten Kundenreisen, KI-Systeme zitieren sehr, sehr oft an sehr vielen Stellen Drittquellen. Also nicht direkt Anbieter oder Brands, sondern Drittquellen. Ich würde sogar sagen, KI-Sichtbarkeit entsteht durch die externe Validierung von Aussagen von Marken. Das heißt, ich habe meine Inhalte, mein Messaging auf meiner Webseite und vielleicht auf meinen sozialen Profilen und damit das dann auch wirklich Effekt hat, muss ich diese Informationen extern bestätigen lassen. Hier ist es wichtig zu verstehen, und das ist wirklich unvorstellbar wichtig zu verstehen, von Branche zu Branche setzen sich die Quellen, die Drittquellen anders zusammen. Es ist nicht so, wie das aktuell sehr gerne behauptet wird, oh mein Gott, Reddit für KI und bla bla bla. Wenn du das glaubst, hast du keine Ahnung. In jeder Branche sind andere Quellen, die herangezogen werden, um die Antworten zu generieren. In manchen Branchen ist YouTube eine der wichtigsten Quellen. Dann, je nach in was du für eine Branche bist, gibt es ja eigene Bewertungsplattformen und die sind extrem wichtig. Sagen wir mal Software. In Deutschland ist OMR extrem wichtig und es ist nicht so, Reddit ist überall wichtig. Nein, sondern die Quellen setzen sich von Branche zu Branche total anders zusammen. Wie das in der Praxis aussieht, wenn wir erfolgreich Sichtbarkeit, KI-Sichtbarkeit generieren wollen, dann müssen wir PR, Outreach machen auf relevante Branchenquellen. Was dabei wichtig ist, und das sage ich jetzt vorab, weil es einfach so key ist und ich glaube, dass das viele nicht im Blick haben. Wir wollen nicht nur eine Markenerwähnung, wir wollen nicht nur einen Backlink, sondern idealerweise wollen wir eine Markenerwähnung mit unserer Positionierung, wie wir uns als Marke positionieren wollen. Ganz, ganz wichtig, der richtige Kontext und dann natürlich alles. Erwähnung, Backlink und Kontext, Positionierung. Dann Platzierung von Expertenbeiträgen, Studien, Daten. Wie gesagt, wir machen für unsere Kunden extrem viel datengetriebene PR, wo wir uns vorab Storylines überlegen, dann eine ganze Marktforschung durchführen und dann mit diesen Storylines, die passen zu unserem Kunden, an die Presse treten. Dann logischerweise Aufnahme in Bestenlisten ist ja gerade der größte Bereich, wo am meisten gespammt wird. Google hat schon Maßnahmen getroffen in den letzten Wochen. Die anderen Modelle sind nicht so versiert in Algorithmus-Updates, das heißt, die werden sehr lange brauchen. Das heißt, Bestenlisten sind immer noch ein Shortcut zur Sichtbarkeit. Dann Management von Bewertungsplattformen. Mit Management meine ich allein schon mal, dass das Profil tatsächlich die aktuelle Positionierung widerspiegelt, wie auch, dass man versucht, regelmäßig Bewertungen zu kriegen. Nummer 6, unglaublich spannend, sprachspezifische Autorität. Worum geht es? Wir brauchen Autorität in der Sprache des Prompts. Das heißt, deutschsprachige Prompts ziehen häufiger deutschsprachige Quellen und so weiter. Warum das KI belohnt? Modelle bevorzugen Quellen, die sprachlich und kulturell zur Anfrage passen. Das senkt, vereinfacht ausgedrückt, das Risiko für Fehlinterpretation bzw. dass der User unzufrieden ist. Das ist eher meine Theorie. Das heißt, wenn ich mit meinem Unternehmen neue Märkte in anderen Ländern mit anderen Sprachen erobern will, brauche ich eine Strategie, um diese sprachspezifische Autorität aufzubauen. Wie das in der Praxis aussieht, wenn ich in einen neuen Markt gehe, dann werde ich meine Inhalte auf der Webseite logischerweise lokalisieren, kulturalisieren, aber ich muss das Gleiche mit meinem Earned Media machen. Das muss in der Zielsprache sein, weil in LLMs werden tendenziell dann Quellen aus dieser Sprache zitiert. Das heißt, lokale Quellen, lokale Terminologie, lokale Beispiele. Ich weiß, es klingt mühsam, aber die Daten sind hier wirklich eindeutig. Nummer 7,
Ein Klassiker, möglichst geringe Server-Antwortzeit. Time to first byte. Vereinfacht ausgedrückt, wie schnell der Server die erste Antwort liefert, wenn die Seite abgerufen wird. Das war schon 2009, als ich gestartet bin, als ich angefangen habe, wichtig und ist heute weiterhin immer noch wichtig, aber eine absolute Grundlage generell für eine gute Website. Und damit haben wir die wichtigsten Faktoren abgeschlossen, wie wir dafür sorgen können, dass öfter unsere Inhalte als Quelle für Antworten in KI herangezogen werden. Und jetzt kommt meiner Meinung nach fast der allerwichtigste Aspekt, nämlich Modellmechaniken, die du ganz dringend verstehen musst, weil es gibt hier durch klassisches SEO so viele Missverständnisse und so viel falsches Wissen, dass viele, glaube ich, mit falschen Erwartungen an die Optimierung herangehen. Modelle gewichten Quellen für Training und Webabruf unterschiedlich. Unglaublich key. Um vielleicht das zuerst aus meiner Erfahrung einzuordnen, prinzipiell macht es zum aktuellen Zeitpunkt für mich persönlich am meisten Sinn, die eigene Webseite und generell das eigene digitale Ökosystem allgemein auf generative KI auszurichten. Wenn du jetzt aber weißt oder du willst, dass deine Zielgruppe primär einen ganz bestimmten KI-Assistenten verwendet, wie zum Beispiel im B2B sehr oft Microsoft Copilot, muss dir klar sein, dass die unterschiedlichen KI-Plattformen unterschiedliche Quellen mehr oder weniger gewichten. Das heißt, es ist nicht so generative KI und die verwenden alle die gleichen Quellen. Nein, zum Beispiel ChatGPT liebt Wikipedia viel mehr als die anderen Plattformen heranziehen. Das heißt, wenn ich für ChatGPT optimieren will, ist ein Wikipedia-Eintrag wichtiger, als wenn ich für den Google KI-Modus optimieren will. Kontext durch Konversationen, umfangreiche Prompts und Historie. Und das ist auch sowas, was viele aus dem SEO-Bereich falsch verstehen und auch Leute, die sich mit SEO beschäftigt haben, in-house. Die Optimierung für einzelne Prompts ist aus meiner Sicht überhaupt nicht sinnvoll, weil es viel zu viele Variablen gibt und sich alles um Wahrscheinlichkeiten dreht. Ein Prompt ist in der Regel ja nur ein Teil einer Konversation. Das ist eine Frage in einer längeren Konversation, wo immer mehr Kontext aufgebaut wurde. Und unabhängig von einer einzelnen Konversation verwendet sowas wie ChatGPT ja die Summe aller Konversationen. Das heißt, ChatGPT merkt sich immer Sachen aus unterschiedlichen Konversationen und wendet es dann wieder auf alle Konversationen an. Der Drang, auf einzelne Prompts zu optimieren, dreht sich ja wieder darum, die alte SEO-Welt aufrechtzuerhalten und zu sagen, ja, aber die Optimierung für KI-Assistenten ist nur SEO. Nein, es ist faktisch falsch. SEO ist eine Schicht, die unterliegende Schicht, aber es ist schon sehr viel Neues dazugekommen. Das heißt, man wird umdenken müssen. Kann es trotzdem funktionieren, für einen einzelnen Prompt zu optimieren? Natürlich. Kann es 30 Sekunden später schon wieder ganz anders aussehen? Kann es beim nächsten Nutzer schon wieder komplett anders aussehen? Ja, willkommen in einer Welt der Wahrscheinlichkeiten. Personalisierung durch zusätzliche Datenquellen. Was ich sehr kritisch aus mehreren Gründen sehe, aber passiert bzw. noch mehr passieren wird, ist, dass Nutzer beispielsweise Gemini Zugriff auf alles in ihrem Workspace geben, dass sie ChatGPT ihre Google Drive freigeben und so weiter. Dieser zusätzliche Kontext wird natürlich auch nochmal maßgeblich beeinflussen, wie KI Fragen beantwortet oder Aufgaben löst. Und wir, die hierfür optimieren wollen, haben darauf keinen Einfluss und auch hätten wir Einfluss, wäre die Bandbreite viel zu groß. Big Brand Bias. Vereinfacht ausgedrückt haben Modelle durch ihre Trainingsdaten Präferenzen für gewisse Marken. Wenn ich kein digitaler Marktführer bin, wird das negativ beeinflussen, wie oft meine Inhalte es in das Candidate Set schaffen, beziehungsweise wie oft meine Inhalte selektiert werden, und es wird auch negativ beeinflussen, wie oft ich als Marke genannt
werde. Die Lösung dafür für kleinere Player ist eine Nischenstrategie, wo sie wirklich ganz gezielt gewisse Themencluster extrem perfekt, und mit extrem perfekt meine ich besser als alle anderen, abdecke und damit für KI-Assistenten, KI allgemein hier eine sehr hohe Topical Authority herstelle. Und das ist wieder nicht nur auf meiner Webseite, sondern das muss ich auch wieder extern validieren. So spannend, welche Sektionen einer Seite werden am ehesten zitiert? Wenn du dir diesen Kanal schon seit längerer Zeit ansiehst, dann weißt du das schon seit Jahren. Wenn wir zitiert werden wollen, müssen unsere Inhalte verdammt schnell auf den Punkt kommen. Eben beispielsweise durch Kurzzusammenfassungen zu Beginn. Diese wirklich fantastische Studie von Kevin Indig bestätigt das auch noch einmal, also was wir beobachtet haben, dass tendenziell der meiste Content von ganz oben zitiert wird, aber zeigt auch noch spannende Faktoren, wie zum Beispiel, dass auch nochmal zum Ende tendenziell mehr zitiert wird. Und wenn ich mich zurückerinnere, haben wir das ja schon mal gesehen, für Zuschauer, die schon seit vielen Jahren dabei sind, nämlich beim Thema Passage Ranking, dass es nicht nur von oben ist, sondern auch von unten gern nochmal etwas zitiert wird. Es gibt 2 Sachen, dass du sie unbedingt aus dieser Folge mitnimmst. Und zwar Nummer 1, es geht nicht mehr um generische Themenabdeckung mit Content zu irgendwelchen großen Keywords, wo du gewissermaßen zu einem Keyword den Content für alle, für jedermann machst, sondern es geht um Assets, die eine KI als belastbaren Beleg verwenden kann, um eine Empfehlung zu rechtfertigen. Das ist ein Gamechanger im Kopf, aber wenn du diesen Gamechanger gemacht hast, dann ändert sich komplett deine Content-Strategie und auch der Impact auf euer Unternehmen. Und zweitens, generative Engines sind stark zugunsten von Earned Media verzerrt. Ich sage das schon seit Jahren, nicht jeder ist so begeistert davon, aber die Daten sind hier einfach glasklar. Und dementsprechend ist Autorität kein nice to have. Du willst für dein Land und deine Branche immer wieder in den Top-Quellen vorkommen. Und hier nochmal fürs Verständnis, was die Top-Quellen sind, ist abhängig von deiner Branche, von der Sprache des Prompts. Das heißt, das musst du alles mitbedenken in deiner Strategie. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir bitte einen Kommentar und ich freue mich wahnsinnig über Themenvorschläge, weil ich habe gerade so viele Themen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin sehr, sehr dankbar für Themenvorschläge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.